Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ich Blumen mit Fineliner von verschiedenen Perspektiven zeichne. Zuerst zeige ich euch, wie ich eine Fineliner-Blume von oben zeichne. Dafür mache ich zuerst einen kleinen Kreis für die Mitte der Blume und anschließend einen größeren Kreis mit dem Durchmesser der fertigen Blume. Danach teile ich den Kreis in einzelne Bereiche auf. Dafür zeichne ich gerade Linien durch den Kreis durch. Wie viele Linien ihr macht, hängt davon ab, wie viele Blütenblätter ihr haben wollt. In diesem Beispiel habe ich 8 Linien gemacht, um mit 16 Blütenblättern anzufangen. Für die Mitte der Blume habe ich den kleineren Kreis mit einer etwas welligen Linie gezeichnet und anschließend mit kleineren Linien gefüllt, um die Illusion von Textur und Schatten zu erzeugen. Dann habe ich von der Mitte der Blume aus auf jeder Linie ein Blütenblatt platziert. Wenn die 16 Blütenblätter gezeichnet sind, könnt ihr zwischen diesen Blättern noch weitere Blätter im Hintergrund hinzufügen. Sobald die Blütenblätter an ihrem Platz sind, kann Schatten hinzugefügt werden. Da man mit einem Fineliner nicht so schattieren kann wie mit einem Bleistift, habe ich hier ganz viele individuelle Linien gemacht, um einen Schatten anzudeuten. Wenn ihr den Fineliner ein bisschen schräg haltet, bekommt ihr Linien, die etwas schwächer sind und euch beim Schattieren helfen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich eine andere Blume von oben gezeichnet habe. Das Prinzip ist das gleiche, nur hat die Blume weniger Blätter und die Blätter haben eine etwas andere Form. Diese Blume zeichnen wir jetzt von einem etwas anderen Winkel. Dafür machen wir auch wieder 2 Kreise. Allerdings sind diese eher oval und der Kreis in der Mitte ist eher am unteren Rand des größeren Kreises. Auch hier machen wir uns wieder Hilfslinien für die Blütenblätter. Dieses Mal sind diese Linien aber etwas gebogen, um den Anschein zu erwecken, dass sich die Blütenblätter nach außen hin nach oben biegen.
Prinzip vom Schatten ist hier das gleiche wie bei der Blume, die ich von oben gezeichnet habe. Die dritte Blume zeichne ich von der Seite bzw. etwas von unten. Hier fangen wir nicht mit Kreisen an, sondern eher mit einem abgerundeten Dreieck. Aber auch hier zeichnen wir uns wieder leicht gebogene Hilfslinien für die Blütenblätter ein. Das Prinzip vom Schatten ist auch hier wieder das gleiche. Ich werde demnächst auch Videos dazu machen, wie man andere Blumen von verschiedenen Perspektiven zeichnen kann. Um diese Videos auf keinen Fall zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal. Wenn euch dieses Video zum Thema Fineliner-Blumen zeichnen gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.